Hallo und willkommen auf meinem Kanal 10 Talente. Ich bin die Andrea und ich mache heute nochmal eine Neuauflage von meinem Video Stein einknüpfen, weil ich inzwischen durch die Makramee-Gruppen in Facebook was dazugelernt habe, was mega praktisch ist, womit du ein sehr festes Einknüpfband knüpfen kannst, wo du ganz einfach den Abstand richtig einhalten kannst. Wenn du das ausprobiert hast, fasst du deinen Stein wahrscheinlich nie mehr anders ein. Ich mache dieses Einknüpfband mit einem Kinderwebrahmen. Wenn du so einen nicht hast, kannst du genauso gut ein Brett nehmen, in das du 4 Schrauben reindrehst. Dieses Brett von Celine Mügeli, die mir diese Methode wärmstens empfohlen hat, hat zwischen den Schrauben einen Abstand von 12 cm. Je größer der Umfang deines Steins ist, desto länger muss dein Brett sein. Mein Webrahmen hat ein Längeninnenmaß von 22 cm und das reicht gut für einen Steinumfang von 7 cm. Zuerst muss ich den Umfang von meinem Stein messen. Der ist genau 7 cm. Ich nehme 2 80 cm lange Trägerfäden. Ich brauche eigentlich zum Umknüpfen nur die 7 cm, aber ich möchte mit diesen Fäden nachher mein Armband weiterknüpfen. Die nehme ich mittig und muss jetzt mir die Mitte merken. Das mache ich mit so einer Klemme. Und jetzt befestige ich diesen Faden mit einem Mastwurf. Ich dachte eigentlich, der Knoten heißt Achterknoten, habe es aber gerade noch mal nachgelesen. Es ist ein Mastwurf. Der geht so. Ich lege eine Schlaufe so, dass der Endfaden unten drunter liegt. Und so hänge ich den ein, den Faden. Und jetzt mache ich nochmal eine Schlaufe oben drüber. Jetzt habe ich ungefähr die Mitte. Und dann mache ich zur Sicherheit nochmal einen Halbschlag oben drüber. So, das machst du genauso auf der anderen Seite. Unten hänge ich meine Fäden jetzt auch ein und wickel die jetzt zweimal herum. Und dann mache ich hier auch einen Halbschlag. So. Du kannst jetzt diesen Stein auf zweierlei Art und Weise einknüpfen, nämlich von vorne oder von hinten. Ich fange jetzt mal von vorne an, ungefähr 3,5 cm über der Mitte. Mache ich einen vertikalen doppelten Halbschlag. Dann gehe ich rüber auf die andere Seite und mache dort einen Wechselhalbschlag, also unten durch mache ich einen nach außen. Ich ziehe die beiden Fäden so fest zusammen, wie mein Stein breit ist. Festhalten. Und nochmal eine Schlinge oben herumlegen und unten durch. Und jetzt erst loslassen. Jetzt mache ich nochmal
einen Knoten nach außen und nochmal einen nach innen. Jetzt siehst du in der Mitte diesen kleinen Bügel. Jetzt wechsle ich erst auf die andere Seite. Ich gehe unten durch, oben drüber und mache meine Schlinge nach außen. Gehe wieder unten drunter, oben drüber. Da kannst du jetzt ein bisschen diesen ersten Halbschlag festhalten, denn der ist ja so lang locker, bis der zweite dazu kommt. Jetzt ist er erst fest. Jetzt nochmal unten durch, einen nach außen und einen nach innen und auf die andere Seite wechseln. Unten durch, oben drüber. Und jetzt schaust du, dass du immer die gleiche Breite beibehältst. Unten durch. Und du siehst jetzt schon, das Band ist sehr stramm, die Knoten werden sehr fest und dadurch ist das Band nachher richtig schön stabil. So, ich gehe wieder unten durch, muss ja nochmal einen machen. Jetzt Anprobe. Jawohl, der Stein passt gut dazwischen. Das Band könnte sogar noch ein bisschen schmaler sein, aber wenn du es am Anfang ein bisschen breiter machst, bist du auf der sicheren Seite und dein Stein rutscht nicht heraus. Unten durchtauschen, Schlinge legen, unten durch und Schlinge legen, unten durch, nach außen, unten durch, nach innen. Nochmal nach außen und nach innen. Wenn du das Muster am Rand jetzt genau anschaust, siehst du einen Bügel, dann 2 Verbindungsfäden, dann wieder einen Bügel, dann 2 Verbindungsfäden. Also dieser Bügel ist nicht jedes Mal zwischen den Fäden, sondern nur jedes zweite Mal. An diesem Muster erkennst du die Innenseite, wo der Stein nachher reinkommt. Jetzt zeige ich dir, wie du es auf der Rückseite knotest. Dann kannst du selber entscheiden, was dir besser in den Händen liegt und was dir besser gefällt. Dieses hier war ja jetzt die ganz normale Halbschlagskette und jetzt ist das Praktische an diesem Webrahmen, dass ich den rumdrehen kann. Wenn du jetzt die andere Seite genau anschaust, dann siehst du lauter solche Bögelchen. Lauter solche kleinen Riegel. Das ist die Seite, die man nachher außen sieht. Dann knüpfst du anders herum. Du gehst jetzt nicht unten durch, sondern du gehst oben herum. Und dann machst du so eine Schlaufe nach außen, wenn du es so nimmst, wäre das wieder der Iglu, den ich schon öfter gezeigt habe in Videos. Also du machst einen Iglu nach außen, nochmal oben drüber und einen Iglu nach außen. Andere Seite genauso. Oben drüber, man kommt sowieso oben drüber, deswegen finde ich das eigentlich ganz praktisch. Und jetzt den Iglu nach außen, oben drüber
die Schlinge nach außen und auf die andere Seite wechseln. Diese Art von rückwärts das Band zu knoten, habe ich dir in meinem anderen Video zum Steine einknüpfen schon ausführlich gezeigt. Ich verlinke es dir hier oben nochmal. Wie knüpfst du dein Band lieber? Von innen oder von außen? Schreib das doch mal in die Kommentare unten. Jetzt hast du gerade gesehen, wenn ich zu fest ziehe, dann werfen diese Fäden oben Falten. Ich drehe jetzt wieder rum. So, jetzt geht es wieder anders herum. Unten durch, nach außen. Immer schön schauen, ob das mit deinem Stein, ob der noch reinpasst. Jawohl. Du machst dieses Band ungefähr 3 mm kürzer wie dein Steinumfang. Also bei mir jetzt ungefähr 6,7. So, jetzt habe ich 6,7 und der Anfangs- und der Endfaden sollen auf der gleichen Seite liegen. Jetzt mache ich vorsichtig meine Knoten auf, die mein Band halten. Du siehst jetzt, dass das Band sehr steif ist und das ist super. So, die Seite, wo die Anfangs- und Endfäden sind, ist meine Unterseite. Und ich ziehe diesen Faden, wo die Endfäden dran sind, ein bisschen stramm. Andere Seite genauso. Sodass ich eine Rundung habe. Dann stecke ich dieses Bändchen fest und nehme die unteren beiden Fäden rechts über links und mache einen doppelten Halbschlag und ziehe sehr fest. Ups. Und nochmal. Sehr fest anziehen. Ich prüfe nochmal nach, dass auch wirklich die Seite außen ist, wo die vielen Schlingen sind und die Seite innen ist, wo nur ab und zu jedes zweite Mal eine Schlinge ist. Jetzt lege ich meinen Stein ein mit der flachen Seite nach unten zu dem Ring, den ich schon zusammengezogen habe. Stecke wieder ein bisschen fest. Diesmal an 3 Stellen. Und jetzt nehme ich die oberen Fäden rechts über links und mache ebenfalls einen doppelten Halbschlag. Sehr fest anziehen, den Stein dabei ein bisschen nach unten drücken. Die hellen Fäden schmore ich jetzt ab. Dabei musst du die dunkelgrünen Fäden gut aus dem Weg legen, damit du die nicht mit anschmorst, denn die brauchen wir ja noch. Und mit diesen hier knote ich jetzt weiter. Und zwar ist es wichtig, dass du sofort mit denen weiter knotest und nicht erst lange noch hier oben rum knotest, sonst lockern sich diese doppelten Halbschläge wieder. Und bevor du die dann verknotest, ziehst du sie nochmal fest an. Dadurch, dass ich nicht jedes Mal nach jedem doppelten Halbschlag die Seite gewechselt habe, sondern nur nach jedem zweiten doppelten Halbschlag, sind meine Verbindungsfäden parallel. Ich kann ganz wunderbar zählen, wo meine Mitte ist, und ich kann auch viel besser meine Fäden einfädeln, weil ich viel besser zwischendurch komme und viel besser sehe, wo die hin müssen. Außerdem spare ich viel Faden.
Mit dieser Methode sitzt der Stein so richtig fest, ohne zu wackeln in der Fassung. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss bis zum nächsten Projekt.